Herzlich willkommen zur Folge 5 unserer Lemken-Bodentour. Wir sind heute am Niederrhein, um genau zu sein, im Dreiländerdreieck zwischen Alpen, Sonsbeck und der Stadt Xanten. Und hier haben wir sehr wechselnde Böden zwischen sehr schwachen und sehr starken Standorten, teilweise von Sand über Ton bis hin zu Lehm. Und ja, wir besuchen heute einen Sojabetrieb, der sich hauptaugenmerklich darauf konzentriert, heimisches Soja für die Fütterung zu produzieren und damit ja, dem Import von Soja aus fernen Ländern etwas entgegenwirken möchte. Und dieses Soja wird eingesetzt in der Milchviehfütterung beispielsweise. Und ja, ich bin ganz gespannt, was die Landwirte uns da gleich zu erzählen werden. Das hier am Niederrhein ist noch eine Gunstlage für den Sojaanbau. Aber diese stark wechselnden Böden stellt die Landwirte hier natürlich auch vor besondere Herausforderungen. Und ich bin sehr gespannt, was die beiden Landwirte, es handelt sich hierbei um eine GbR, uns dazu gleich berichten werden und nehme euch natürlich wieder mit. Moin. Hi, ich bin Marie. Ich bin der Klaus. Wir hatten telefoniert, ne? Ja, herzlich willkommen bei unserem Grundstück. Ja, vielen Dank. Und da kommt noch jemand. Ja, hallo. Moin. Hi, ich bin der Rainer. Hi, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt, Ja, ne? auch nochmal herzlich willkommen hier. Ja, und ihr beiden macht das hier zusammen? Wir machen das jetzt zusammen. Ja, schön. Die Landwirtschaft getrennt, aber den Landhandel Zusammen. in Form einer GbR Genau. zusammen. Ja, nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Und ich würde sagen, ihr beiden stellt euch mal kurz vor und euren Betrieb. Und dann ja, gehen wir nachher über zur Hofführung, oder? So machen wir das. Alles klar. Gut. Ja, hallo, ich bin der Klaus. Ich bewirtschafte einen Betrieb mit 120 Hektar. Von den 120 Hektar sind 100 Hektar Ackerbau und 20 Hektar extensives Grünland. Im Ackerbau baue ich Getreide, Raps, Mais und Soja an. In Form einer GbR mache ich mit meinem Freund und Kollegen Rainer einen Landhandel. Ja, hallo, ich bin der Rainer. Klaus hat es gerade schon angesprochen. Wir betreiben gemeinsam einen Landhandel mit Futtermittelproduktion. Und ich bewirtschafte daneben auch noch einen Ackerbaubetrieb mit 120 Hektar, reinem Acker. Schwerpunkt, so wie der Klaus es auch schon angesprochen hat, Raps, Getreide, Mais und Soja. Wobei die meisten Produkte bei uns im Landhandel quasi regional vermarktet werden. So, eine Sache noch vorab, bevor wir jetzt gleich zur Hofführung übergehen. Ich habe ein Schild dabei, da müsstet ihr einmal drauf unterschreiben. Das stellen wir dann auf der Agritechnica aus. Da unterschreiben dann alle Landwirte, die jetzt bei unserer Bodentour mitgemacht haben. So. Hier einmal Folge 5 mit euren Namen drauf. Und dann müsstet ihr einmal hier auf dieser Seite unterschreiben. Ich gebe euch noch schnell einen Stift. Jo, Dankeschön. Jawohl. Ja. Spitze. Ja, super. Vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, dann können wir auch mit der Hoftour starten, ne? Jo, Jawohl. Sollen wir? jo. Ihr habt ja eben davon gesprochen, ihr habt jetzt eine Maschinengemeinschaft. Seid ihr denn auch komplett eigenmechanisiert? Bei der Bohnenbearbeitung sind wir komplett eigenmechanisiert. Die Ernte vom Getreide und vom Stroh wird von einem Unternehmer gemacht. Okay, aber einlagern tut ihr dann auch selbst? Wir können unsere eigene Ware selber einlagern. Wir haben aber auch Kapazitäten, um Fremdware von Kunden einzulagern. Ah, okay, sehr schön. Ja, können wir uns das Ganze mal anschauen? Sehr gerne. Ja. Können wir gerne machen. Sehr gut. Also wir haben Lagerkapazitäten für 10.000 Tonnen Getreide. Wir erfassen im Sommer unser eigenes Getreide und von Landwirten kaufen wir Getreide auf. Und wir machen noch Lohnlager für Farmers Thesing in Reeshafen. Okay, und hier habt ihr jetzt nur Weizenlagern, richtig? Ja, die Halle ist voll mit Die ist Weizen. voll, ja. Circa 2.500 Tonnen. Die restliche Kapazität befindet sich auf einer anderen Betriebsstelle. Okay, da lagert dann auch Soja? Da lagert auch Soja, beziehungsweise jetzt im Moment natürlich nicht, Ja. weil die neue Ernte steht noch bevor. Die alte Ware ist verarbeitet. Aber wie gesagt, zur Verarbeitung kommen wir auf der anderen Betriebsstelle auch noch was Ja, genau, das zeigen muss und ja sagen. entsprechend aufbereitet Ja, werden, ja. um dann auch verfüttert werden Genau. zu können, ne? Genau. Ja, dann schauen wir uns das doch auch mal an, oder? Ja, gerne. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns zuerst mal den Getreidetrockner an. Die Trocknungsanlage, da werden im Sommer
halt feuchte Partien Getreide mitgetrocknet, Ja, die nicht also so alles ab lagerstabil sind. 16%. Genau, Ja. da es sich ja hier um Futtergetreide handelt im Betrieb, muss es 16%, also mindestens, also muss unter 16% haben, um eingelagert zu werden. Ja. Ne? Hauptsächlich wird die Anlage dann benutzt zum Körnermais trocknen, da der ja nicht trocken geerntet werden kann Ja, hier genau. in unserer Region. Werden natürlich auch Sojabohnen mitgetrocknet, falls die Ja. Partien reinkommen, die nicht. Wo ist da der Grenzwert? Die Sojabohnen müssen 14% Ah ja, also ein bisschen Feuchtigkeit haben, drunter. um lagerstabil zu sein. Ja. Und je nach Witterung, je nach Jahr, wann sie geerntet werden können, müssen sie auch schon mal nachgetrocknet werden. Und der nächste Step wäre dann quasi das Toasten. Richtig. Genau. Der nächste Schritt ist die Toastanlage und die Pressanlage. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die jetzt gleich mal an. Ja, gehen wir rüber. Ja, hier befinden wir uns jetzt in der Sojaverarbeitungsanlage. Hier wird die Sojabohne erhitzt, getoastet und bei Bedarf auch das Öl rausgepresst mit der Ölpresse. Ja, und also der Toastvorgang dient ja eigentlich dem Herausfiltern der antinutritiven Substanzen, richtig? Dass man das Ja. verfüttern kann Ja. und das Ganze dann verdaulich ist. Um welche Richtig. antinutritiven Substanzen handelt es sich denn Ja, bei der Sojabohne? das sind die Trypsin-Inhibitoren. Die müssen ausgeschaltet werden, damit die Aminosäuren vollverdaulich sind. Okay, also das Trypsin vor allem dann Ja, voll verdaulich genau. ist, ne? Genau. Okay. Und wie funktioniert das Ganze? Also wo ist hier die Annahme, dass das Ganze dann hier getoastet wieder rauskommt? Ja, oder? die Annahme findet unten statt. Ja, Da steht dann ein Anhänger mit dem Gebläse, oder? Nee, wird hier mit der Schnecke. Ach so, mit einer Mit Schnecke. diesem ja. Förderer wird hier oben reingefüllt. Ja. Ne, immer kontinuierlich. Die Anlage schafft so 100 Kilo pro Stunde, Ah, okay. kann ja. die verarbeiten. So, und dann läuft die Ware quasi langsam durch die Maschine durch. Ja. Auf wie viel Grad wird das Ganze erhitzt? Die erreicht dann eine Kerntemperatur von 100 Grad circa. Okay, ja. So, und fällt dann unten raus, wird dann ins Lager gefördert oder eben zur Presse, wenn das Öl rausgefiltert wird, also wenn das Öl rausgepresst werden Okay. soll. Wie viel Prozent nutzt ihr dann zur Ölgewinnung ungefähr? Es ist sehr unterschiedlich, wie Futter gerade gebraucht wird. Ob Ja. eben die Vollbohne verfüttert werden soll oder eben nur Sojapresskuchen und ob wir Öl brauchen. Ja, Ne? richtet sich dann nach der Ja, Nachfrage. ich sag mal so grob, die Hälfte der Ernte wird gepresst, Ja. die andere Hälfte wird nur getoastet. Okay, ja, gut. Okay. Und das Öl kann dann auch in der Pferdefütterung beispielsweise eingesetzt Ja, werden oder Öl- wo wird das hauptsächlich Öl eingesetzt? wird dann hauptsächlich in der Fütterung eingesetzt, bei Geflügel, bei Schwein. Beim Pferd kann man es Ja. mit einsetzen. Ja. Viele setzen Sojaöl ein beim Mahlvorgang, Staub um den binden. Staub zu binden, binden, den Staub ja. zu reduzieren bei der Futtermischung. Okay. Und hier ist es natürlich, sage ich mal, dieses Öl hat den Vorteil, zum einen GMO-frei, Ja. also gentechnisch frei und ist eben regional, kommt hier aus der Region. Ja, und ne? dann eben keine Transportwege hinter sich. Und, ne? ist kein Regenwald für abgeholzt worden. Kein Regenwald, ja. Das ist ein ganz wichtiger Parameter mittlerweile. Na klar, ja. Ja, wollen wir uns das mit dem Öl mal anschauen? Ja, Ja. machen wir, können wir am besten im Verkauf. Gerne. Gut, alles klar. Ja, hier sind wir jetzt im Direktverkaufsraum. Hier werden unsere Waren, die wir produzieren, eben angeboten zum Verkauf und auch verkauft. Handelsware verkaufen wir natürlich auch dazu, aber hier geht es letztendlich hauptsächlich um die Dinge, die wir eben Ja. selber produzieren, regional. Hier haben wir jetzt auch schon so eine Sojaölflasche beispielsweise, ne? Ja. Mit eigenem Label. Ja, mit eigenem Ja. Label, der Name ist geschützt. Oh, sehr gut. Niederrhein Soja. Ja. Ja, nicht schlecht. Gentechnikfrei, steht auch extra nochmal drauf. Gut, ist auch immer so ein Thema beim Verbraucher, ne? Ist ein Thema beim Verbraucher, ja. Ob es jetzt so gut ist oder nicht gut ist. Also in der Gentechnik liegen ja auch einige Chancen, ne? Haben wir so im Studium Ja. auf jeden Fall gelernt. Fluch und Segen. Fluch und Segen klar, zugleich. Ne? Ja, absolut. Ja, Aber wie gesagt, genau. wir haben uns dem Gentechnikfreien verschrieben. Na klar, ja. Ist auch das, was der Verbraucher dann möchte, ne? Richtig. Und wie gesagt, uns ist ganz wichtig, regional, regionale Produkte anzubieten, weil wir glauben, regional ist vielleicht das neue oder sogar bessere Bio. Ja. Ne? Ja klar, die fehlenden Transportwege, damit auch weniger CO2-Emissionen. Ja. Und Und wie ja, gesagt, das wir ist natürlich super. haben auch Produkte hier. Wir mischen selber Legemehl, wir mischen Körnerfuttermischungen. Jetzt durch die Corona-Zeit haben sich hier im Land ganz viele Menschen eigene Hühner angeschafft. Ach so, und die kommen auch alle ja, hierher. und das, wie gesagt, dieses Geflügelfutter, das boomt im Moment. Das ist läuft. echt Wahnsinn. Ja. Ja.
Gut, und unsere Bodentour handelt ja vor allem so vom Thema Ackerboden, ne? Wollen wir uns da gleich auch noch mal genauer hinbegeben und vielleicht mal irgendwie was zusammen schaffen? Ja, wir haben überlegt, du kannst gleich mal eine Runde mit der Scheibenmäher fahren. Das ist gut. Das mache ich gerne. Sollen wir da jetzt hingehen? Gerne. So, bevor wir jetzt gleich auf den Acker fahren mit der Scheibenegge, wollen wir ja noch mal kurz zu eurem Hauptstandbein der Sojabohne kommen, ne? Wie seid ihr denn jetzt überhaupt zum Sojaanbau gekommen? Also wir haben uns vor 5 Jahren Gedanken gemacht, dass wir vielleicht mal eine Alternativkultur bräuchten. Ja. Und dann sind wir über unseren Ackerbauberater Friedrich Böker auf die Sojabohne mehr oder weniger gestoßen worden. Und dann haben wir vor 4 Jahren das erste Mal Sojabohnen angebaut. Das erste Jahr war auch sehr vielversprechend. Die 2 Jahre danach, die waren etwas schwieriger aufgrund der fehlenden Feuchtigkeit. Und dieses Jahr sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus, wenn er auch noch abreift. Also wir bräuchten noch 14 Tage ja, schönes Herbstwetter, damit die Kultur auch vernünftig aus- und abreifen kann. Und an die Reife erkennst du jetzt an dem Rascheln? Ja, genau. Das ist wie bei der Ackerbohne, wenn die Bohnen in der Schote anfangen zu klappern. Ja. Können sie gedroschen werden. Dann könnten sie gedroschen werden. Und markant ist bei der Sojabohne, vor der Ernte hat sie mehr oder weniger alle Blätter abgeschmissen. Okay. Dann stehen quasi nur noch die Schotengerippe. Ja. Ja, was für Standortansprüche hat die Sojabohne denn so? Ja, die Sojabohne liebt natürlich leicht erwärmbare Böden. Das ist, sag ich mal, dann für die Frühjahrsentwicklung enorm wichtig. Ja. Böden, die auch, sag ich mal, entsprechend gelockert sind für die Durchwurzelung. Schön ist natürlich auch wasserhaltende Böden. Wir haben auch schon auf leichten Böden angebaut, auf sandigen Böden, auf sandigem Lehm. Mussten wir dann natürlich in den letzten beiden Jahren dann auch berechnen. Echt? Ja. Ja, sonst wäre es nicht so gut geworden. Aber so wie jetzt in diesem Jahr, das ist ein relativ schwerer Boden, gut gelockert. Und wenn man eine Pflanze jetzt mal aus dem Boden zieht, die ist relativ stark gewurzelt. Ja. Und der Boden danach, nach der Ernte, ist dann auch relativ luftig. Hier, typische Knöllchen Knöllchen, für ja, das sind Leguminosen. Genau, Ne? Ja. genau, die Knöllchenbakterien. Ja, und das ist natürlich dann auch für den Boden wiederum sehr, sehr gesundheitsfördernd. Ne? Ja. Und für die Folgefrucht. Ja, Ja, für die gesundheitsfördernd. Folgekultur. Für die Folgefrucht, sage ich mal, steht Stickstoff zur Verfügung. Ja. Die Sojabohnen hinterlassen so zwischen 30 und 40 Kilo Stickstoff pro Hektar für die Nachfolgefrucht. Ja. Und vor allen Dingen dann auch der lose Boden oder der lockere Boden nach der Ernte. Da bietet sich natürlich dann auch direkt eine fluglose Bestellung von, meinetwegen, hier auf der Parzelle werden wir danach Weizen anbauen. Und das ist dann auch fluglos. Das passiert natürlich fluglos. Ne? Ja, sehr das schön, ist ja. ideal dazu. Und ja, was hat die Sojabohne oder was für Anbaupausen habt ihr jetzt erstmal so? Also Ja, da die Sojabohne ja noch nicht so stark in der Fruchtfolge vertreten ist, wie jetzt meinetwegen Mais, Raps oder auch Getreide, steht sie, sag ich mal auf dem Acker, mal auf dem Acker. Da kann man also noch gar nicht so direkt zu sagen, wenn sie sich etablieren sollte als feste Frucht auf Dauer, müsste man schon Anbaupausen zwischen 4 und 6 Jahren einlegen. 4 und 6 Jahre, okay. Ja. Was sind so typische Krankheiten in Soja? Die typischen Krankheiten kennen wir hier nicht. Haben also einfach kein hoher Infektionsdruck gegeben? Wir haben die letzten 4 Jahre kein Fungizid einsetzen müssen. Nein, ist also, man hört schon mal in Intensivgebieten, dass da Pilzkrankheiten auch eine Rolle spielen können, aber also pflanzenschutztechnisch auch eine sehr extensive Kultur. Sehr extensiv, braucht also quasi nur die Herbizidmaßnahme im Vorauflauf und dann sind wir mit dem Pflanzenschutz eigentlich durch. Das ist ja praktisch. Ja. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Acker sind, sollen wir dann gleich mal los zum Tellern, Scheibenegge fahren? Gut. Ja, wo wir jetzt hier am Acker sind, haben wir uns überlegt, ob du nicht Lust hast, mal eine Runde mit der Scheibenegge zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Vorher, ich habe ja meinen Spaten hier schon mitgebracht, möchte ich aber noch eben eine Bodenprobe mitnehmen. Das wird dann nachher auf der Agritechnica ausgestellt, zusammen mit den anderen Böden. Und vielleicht kann mir einer von euch behilflich sein und hier schon mal ein bisschen was reinfüllen. Und ich habe mich auch schon ein bisschen schlau gemacht. Also ihr habt ja hier sehr stark wechselnde Böden, von Sand bis tonige Böden über Lehm. Was sind denn jetzt genau eure Herausforderungen mit solchen
Bodenverhältnissen, gerade im Sojaanbau? Beim Sojaanbau ist es uns wichtig, dass wir, wie wir vorhin schon erwähnt haben, den Soja da anbauen, wo die Böden sich schnell erwärmen. Ja, ja, Das heißt, die Böden dürfen nicht zu schwer sein. genau. Und die letzten Jahre haben wir den Soja fluglos bestellt, aber dieses Jahr haben wir erstmalig eine frühe Winterfurche dafür gemacht, damit der Boden schön aufgelockert ist. Und Probleme mit Staunässe habt ihr auch hier in der Gegend, also so in Rheinlage? Bei entsprechenden Niederschlägen haben Ja. wir, sag ich mal, wir stehen gerade auf so einer Fläche hier. Das kann man eigentlich sehr schön sehen. Das ist ein 65er Lehmboden mit einem starken Tonanteil. Ja, ja. So, und wenn hier natürlich, wir liegen relativ tief hier am Niederrhein, wenn wir hohe Niederschläge haben, Regenwurm. kann es schon mal problematisch werden. Deswegen, sage ich mal, liegt unser Fokus bei der Bodenbearbeitung oder bei der gesamten Bewirtschaftung eigentlich auch darauf, dass wir Bodenverdichtungen vermeiden, Ja. dass wir tief lockern. Das ist uns ganz wichtig und eben auch Kulturen anbauen, die halt nicht zu Verdichtungen führen. Also Kartoffeln, Zuckerrüben und so weiter mit späten Ernteterminen sind für uns nicht so ideal Ja. auf diesen Ja. Böden. Ja. Wir haben natürlich auch andere leichte Böden, da würde das einfacher gehen. Aber wie gesagt, diese Böden muss man einfach schonend behandeln. Na klar, ja. Ja gut, dann fahre ich jetzt eine Runde mit der Scheibenegge los. Ja, Ihr nehmt das schon mal mit, oder? ja, genau. Und dann treffen wir uns nachher bei Feierabend wieder, oder? Ja, das hört sich das gut hört an. sich Super. Alles klar. Gut. Hör mal, der Niklas ist gerade aus der Schule gekommen, der würde gerne eine Runde mitfahren. Ja klar, das ist dein Sohn, ne? Ja, okay. Ja, dann steht die nächste Generation der Landwirtschaft ja schon in den Startlöchern. Kommst du mit? Oh, schön, dass ihr kommt. Ja, da Endlich sind wir wieder. Feierabend. Ja, Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. sehr schön. Niklas, für dich was Alkoholfreies. Und das ist unser kleinster Mitarbeiter. Aber auch der wichtigste. Ja, aber der arbeitet meistens nach Feierabend. Ja. Ja, dann Prost Ja, auf den gelungenen Prost. Arbeitstag. Genau. Prost. Niklas. Prost. Ja, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet der Boden denn jetzt für euch? Das ist Grundlage unseres Einkommens Ja, als Ackerbaubetrieb. Ja, im Ackerbau der wichtigste Faktor. ja, Und wir haben den Boden nur von unseren Eltern geliehen, um ihn an der nächsten Generation weiterzugeben. ja. Und dementsprechend versuchen wir da sorgsam mit umzugehen. Und was wünscht ihr euch denn dann für den Boden in der Zukunft? Dass die nächste Generation vielleicht auch pfleglich mit umgeht, oder? Ja, könnte man so sagen, ja. Wir müssen in Zukunft noch pfleglicher damit umgehen, Ja. weil Fehler im Ackerbau oder Fehler, sag ich mal, bei der Bodenbearbeitung, beim Umgang mit dem Boden werden in Zukunft nicht mehr so leicht verziehen. Aufgrund von Düngeverordnungen und so weiter. Früher konnte man vielleicht mal ein paar Fehler ausgleichen mit 20 Kilo N, mit 20 Kilo Stickstoff. Das ist in Zukunft nicht mehr möglich. Von daher müssen wir mit dem Boden so umgehen, dass wir mit minimalem Einsatz optimal und maximal ernten können. Und ihn über Generationen erhalten können. Richtig. Ja. 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 Dann Prost darauf. Ja, Prost. Prost.